Lektion 221 Zeichentrickfigur. Hi Anna, wenn du eine Zeichentrickfigur wärst, welche wärst du? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre Belle aus Die Schöne und das Biest. Sie ist klug, unabhängig und liebt Bücher genau wie ich. Gute Wahl. Ich müsste Bugs Bunny nehmen. Er ist lustig, liebt Karotten und findet immer einen Weg, seine Feinde zu überlisten. Haha, ich kann die Ähnlichkeit definitiv erkennen. Aber vergessen Sie nicht sein berühmtes Schlagwort. Was ist los, Doc? Natürlich nicht. Das sage ich immer zu meinen Freunden. Nun, falls wir jemals zusammen auf ein Abenteuer gehen, bringe ich dir auf jeden Fall ein paar Karotten mit. Und ich werde sicherstellen, dass ich meinen Sinn für Humor mitbringe, um uns zu unterhalten. Klingt nach einem Plan. Lektion 222 Das Verrückteste, was du je gemacht hast. Hi Anna, was ist das Verrückteste, was du je getan hast, um der Arbeit aus dem Weg zu gehen? Oh Mann, ich glaube, das Verrückteste, was ich je gemacht habe, war ein ärztliches Attest vorzutäuschen, in dem stand, dass Das ich ist eine so ansteckende komisch. Krankheit hatte Hat und dein eine Chef es Woche lang nicht gekauft? zur Arbeit kommen konnte. Überraschenderweise ja. Ich glaube, sie hatten mehr Angst davor, etwas zu fangen, als die Echtheit der Notiz in Frage zu stellen. Ich kann nicht glauben, dass du damit durchgekommen bist. Ich habe einmal so getan, als wäre ich in einer wirklich wichtigen Telefonkonferenz und ging in einen leeren Konferenzraum, um Videospiele auf meinem Handy zu spielen. Das ist so hinterhältig. Hat dich jemand erwischt? Zum Glück nein, aber ich musste so tun, als würde ich mir Notizen machen und ab und zu mit dem Kopf nicken, damit es überzeugend aussah. Das ist Hingabe genau da. Ich denke, wir verdienen beide Auszeichnungen für unsere Kreativität, Arbeit zu vermeiden. Einverstanden. Hoffen wir einfach, dass unsere Chefs dieses Gespräch nicht verfolgen. Lektion 223 Das wichtigste Lebensmittel. Hi Anna, wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Lebensmittel essen könntest, welches wäre das? Das ist eine schwierige Frage, John. Aber ich glaube, ich müsste mich für Pizza entscheiden. Es gibt so viele verschiedene Toppings und Variationen, dass es mir nie langweilig werden könnte. Gute Wahl. Ich müsste Tacos nehmen. Sie sind vielseitig, köstlich und sie können die Füllungen und Toppings jederzeit mischen. Ja, Tacos sind für mich definitiv an zweiter Stelle. Aber was ist mit dem Frühstück? Ich könnte ohne Pfannkuchen und Waffeln nicht leben. Ich verstehe deinen Standpunkt. Aber ich denke, ich könnte immer noch Frühstückstacos essen, also bin ich abgesichert. Ah, ja. Der Frühstückstaco, ein echter texanischer Klassiker. Aber was ist mit dem Nachtisch? Das können wir nicht vergessen. Oh, du hast recht. Ich könnte niemals auf Eiscreme verzichten. Es ist der perfekte süße Leckerbissen, und es stehen so viele Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Ich stimme zu, Eiscreme ist ein Muss. Es sieht so aus, als müssten wir uns mit einem Leben voller Pizza, Tacos, Pfannkuchen, Waffeln und Eiscreme zufrieden geben. Ich beschwere mich nicht. Das klingt für mich nach einem ziemlich köstlichen Leben. Lektion 224 Der lustigste Witz, den du auswendig kennst.
Hi Anna, was ist der lustigste Witz, den du auswendig kennst? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich schlecht an Witze erinnern. Wie wäre es, wenn du zuerst gehst? Okay, hier ist eine. Warum konnte das Fahrrad nicht von alleine stehen? Weil es zwei müde war. Das ist gut. Okay, hier ist eine, an die ich mich erinnere. Warum wurde die Tomate rot? Weil es die Salatsauce gesehen hat. Das gefällt mir. Hier ist noch einer. Warum hat die Vogelscheuche einen Preis gewonnen? Weil er auf seinem Gebiet herausragend war. Netter. Okay, hier ist mein nächster Witz. Warum vertrauen Wissenschaftler Atomen nicht? Weil sie alles erfinden. Ich liebe es. Okay, noch eins. Warum werden Ameisen nicht krank? Weil sie winzige Ameisenkörper haben. Das ist so komisch. Ich denke, wir haben eine Zukunft als Stand-up-Comedians, John. Einverstanden. Aber lassen Sie uns vorerst einfach dabei bleiben, uns gegenseitig Witze zu erzählen. Lektion 225, fiktive Figur. Hi Anna, wenn du mit einer fiktiven Figur das Leben wechseln könntest, wer wäre das? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, ich müsste mich für Hermine Granger aus der Harry Potter-Serie entscheiden. Sie ist klug, mutig und kann zaubern. Gute Wahl. Aber ich müsste Tony Stark, alias Iron Man, wählen. Er ist ein genialer Erfinder, ein Superheld und hat einen ziemlich tollen Anzug. Ah, ich verstehe. Du willst ein milliardenschwerer Playboy-Philanthrop werden. Genau. Wer möchte nicht Iron Man sein? Aber was ist mit dir, Anna? Gibt es noch andere Charaktere, mit denen du das Leben wechseln möchtest? Nun, wo du es erwähnst, ich denke, es wäre ziemlich cool, eine Disney-Prinzessin zu sein. Vielleicht wieder Belle aus Die Schöne und das Biest oder sogar Ariel aus Die kleine Meerjungfrau. Ich sehe den Appell. Aber vergiss das Singen und Tanzen nicht. Oh, ich werde es nicht vergessen. Ich muss nur an meinem Stimmumfang und meiner Choreografie arbeiten. Klingt nach einem Plan. Vielleicht können wir uns sogar zusammenschließen und gemeinsam Verbrechen oder böse Zauberer bekämpfen. Das wäre episch. Unsere fiktiven Charaktere würden niemals dieselben sein. Lektion 226, das Seltsamste, was du je in deiner Tasche gefunden hast. Hi Anna, was ist das Seltsamste, was du je in deiner Tasche gefunden hast? Oh, das ist gut. Lass mich nachdenken. Ich habe einmal einen winzigen Plastikdinosaurier in meiner Tasche gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie es dorthin gekommen ist. Das ist saukomisch. Ich kann mir vorstellen, dass du in deine Tasche greifst und einen T-Rex herausziehst. Ja, es war ziemlich zufällig. Was ist mit dir, John? Hast du jemals etwas Seltsames in deiner Tasche gefunden? Tatsächlich habe ich einmal einen Kartoffelchip in meiner Tasche gefunden. Ich habe auch keine Ahnung, wie es dorthin gekommen ist. Ich glaube, ich muss es beim Naschen geistesabwesend dorthin gelegt haben.
Das ist großartig. Du bist wie ein laufender Verkaufsautomat. Ja, außer mit abgestandenen Kartoffelchips. Aber im Ernst, es war ziemlich eklig. Ich empfehle nicht, Essen in der Tasche zu haben. Notiert. Ich bleibe stattdessen dabei, meine Plastikdinosaurier da drin zu lassen. Lektion 227. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre dein Schlagwort? Hi Anna, wenn du ein Superheld wärst, was wäre dein Schlagwort? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Wie wäre es mit Zeit, den Tag zu retten, auf meine eigene Art? Ich mag es. Meins wäre, die Gerechtigkeit schläft nie, und ich auch nicht. Netter. Du bist wie der ultimative Schlaflose zur Verbrechensbekämpfung. Ja, das glaube ich. Aber im Ernst, ein gutes Schlagwort ist für jeden Superhelden wichtig. Es lässt dich cool und einschüchternd klingen. Einverstanden. Aber es muss auch einprägsam sein. Du willst nicht, dass die Leute dein Schlagwort vergessen. Exakt. Ich meine, kannst du dir Batman ohne sein Ich bin Batman vorstellen oder Spider-Man ohne sein Mit großer Macht geht große Verantwortung einher? Auf keinen Fall. Diese Schlagworte sind legendär. Aber ich denke, wir könnten uns etwas genauso Tolles einfallen lassen, wenn wir uns darauf konzentrieren würden. Daran habe ich keinen Zweifel. Wir könnten das dynamische Schlagwörterduo sein. Jetzt redest du. Lass uns die Welt retten, ein Schlagwort nach dem anderen. Lektion 228. Der schlechteste Haarschnitt. Hi Anna, was war der schlimmste Haarschnitt, den du je hattest? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte zu meiner Zeit einige ziemlich schlechte Haarschnitte. Ich glaube, das Schlimmste war, als ich in der Mittelschule war und beschloss, mir den Pony abzuschneiden. Am Ende waren sie viel zu kurz und schief. Oh nein, das klingt nach einer Katastrophe. Musstest du am nächsten Tag zur Schule einen Hut tragen? Ich wünschte, ich hätte daran gedacht. Aber nein, ich musste mich nur mit der Peinlichkeit auseinandersetzen, ein paar Wochen lang wackelige Pony zu haben, bis sie ausgewachsen sind. Ich fühle deinen Schmerz. Ich habe einmal einen Butzkut bekommen, der viel zu kurz war. Ich sah aus wie ein glatzköpfiges Baby. Oh Mann, das ist hart. Haben dich die Leute für ein Neugeborenes gehalten? Nicht ganz, aber ich habe definitiv viele komische Blicke bekommen. Ich glaube, ich habe einen Monat lang eine Mütze getragen, um sie zu verstecken. Ja, schlechte Haarschnitte können ziemlich traumatisierend sein. Aber zumindest sorgen sie später für gute Geschichten. Stimmt. Und wer weiß, vielleicht schauen wir eines Tages auf diese Haarkatastrophen zurück und lachen. Oder zusammenzucken. Aber wie dem auch sei, es ist alles im Namen von Modeexperimenten, oder? Lektion 229. Ein Haustier, das du gerne wärst. Hi Anna, wenn du ein Tier als Haustier haben könntest, welches wäre es? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage.
Es gibt so viele Tiere, die ich gerne als Haustiere hätte. Ich glaube, ich würde einen Panda nehmen. Sie sind so süß und kuschelig. Wirklich ein Panda? Sind sie nicht ziemlich groß und gefährlich? Vielleicht, aber sie sind auch bezaubernd. Außerdem könnte ich ihm Tricks beibringen und wir könnten im Internet berühmt werden. Das ist ein gutes Argument. Ich glaube, ich würde einen Pinguin nehmen. Sie sind wie kleine Ninjas, die Smoking tragen. Oh mein Gott, ja. Ich liebe Pinguine. Sie sind so lustig und süß. Aber müssen sie nicht in kalten Klimazonen leben? Ja, aber ich könnte dafür einen riesigen Kühlschrank bauen oder so. Oder vielleicht könnte ich einfach in die Antarktis ziehen. Ja, weil das Leben in der Antarktis absolut praktisch ist. Aber hey, wenn es bedeutet, einen Pinguin als Haustier zu haben, bin ich dafür. Exakt. Und wir könnten Spieltermine mit unseren Haustieren haben und es für das Internet filmen. Es wäre ein Hit. Ich kann sie mir gerade ansehen, Panda and Penguin Playtime, die süßeste Sendung im Internet. Lektion 230. Was ist die dümmste Tanzbewegung, die du kennst? Hi Anna, was ist die dümmste Tanzbewegung, die du kennst? Oh Mann, es gibt so viele zur Auswahl. Ich glaube, ich müsste den Sprinkler-Schritt machen. Weißt du, wo du einen Arm ausstreckst und ihn wie bei einem Sprinkler hin und her bewegst? Oh ja, den kenne ich. Das ist ein Klassiker. Ich denke, der dümmste, den ich kenne, ist der Einkaufswagen. Du tust so, als würdest du einen Einkaufswagen mit einer Hand schieben und dann wechselst du zwischen verschiedenen Gegenständen hin und her. Das ist so komisch. Davon habe ich noch nie gehört. Wir sollten unsere dummen Tanzbewegungen auf der nächsten Party, auf die wir gehen, auf jeden Fall auslassen. Ja, wir werden mit unseren lächerlichen Tanzbewegungen das Leben auf der Party sein. Aber wir sollten wahrscheinlich zuerst ein wenig üben, damit wir uns nicht zu sehr blamieren. Einverstanden. Vielleicht könnten wir uns sogar unsere eigenen originellen Moves einfallen lassen. Wie die Katze steckt in einer Kiste oder das Giraffenbaby lernt laufen. Oh Mann, die klingen unglaublich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche lächerlichen Tanzbewegungen wir uns einfallen lassen. Lektion 231. Lächerlicher Job. Hey Anna, wenn du irgendeinen Job auf der Welt haben könntest, der aber lächerlich sein müsste, welcher wäre das? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele lächerliche Jobs da draußen. Ich denke, ich würde einen professionellen Nickerchen nehmen. Ich meine, wie toll wäre es, nur dafür bezahlt zu werden, ein Nickerchen zu machen. Das ist so komisch. Ich glaube, ich würde gerne ein professioneller Luftpolsterverpackungspopper werden. Ich meine, wer liebt es nicht, Luftpolsterfolie zum Platzen zu bringen? Und dafür bezahlt zu werden? Melde mich an. Das ist genial. Ich denke, da bist du vielleicht auf der richtigen Spur. Wir könnten sogar ein Unternehmen gründen und andere Leute einstellen, die Luftpolsterfolie für uns einpacken. Ja. Wir könnten es Pop Till You Drop nennen. Es wäre der ultimative Job zum Stressabbau. Ich liebe es. Und wir könnten alle möglichen Größen und Formen von Luftpolsterfolien haben,
um es interessant zu halten. Exakt. Wir könnten sogar eine Bubble Wrap Olympics veranstalten, um zu sehen, wer in kürzester Zeit die meisten Seifenblasen zum Platzen bringen kann. Oh Mann, wir sind Genies. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin uns dieser lächerliche Job führt. Lektion 232: Das Peinlichste, was du je getan hast. Hi Anna, was ist das Peinlichste, was du je in der Öffentlichkeit gemacht hast? Oh Mann, ich hatte so viele peinliche Momente in meinem Leben. Aber ich glaube, das Schlimmste war, als ich stolperte und mitten auf einer überfüllten Straße fiel. Und zu allem Überfluss flog mein Rock hoch und alle sahen meine Unterwäsche. Oh nein, das ist furchtbar. Ich wette, es war dir so peinlich. Ja, ich wollte in ein Loch kriechen und nie wieder rauskommen. Aber zumindest ist es jetzt eine lustige Geschichte. Ja, das ist definitiv eine gute Geschichte. Ich glaube, mein peinlichster Moment war, als ich mitten im Unterricht versehentlich meine Lehrerin Mama nannte. Oh Mann, das habe ich auch schon mal gemacht. Es ist so peinlich. Ja, und das Schlimmste war, dass jeder in der Klasse es hörte und anfing zu lachen. Ich wollte verschwinden. Nun, zumindest bist du nicht allein. Wir hatten alle schon einige peinliche Momente in der Öffentlichkeit. Das stimmt. Es zeigt nur, dass wir alle Menschen sind und dazu neigen, dumme Fehler zu machen. Lektion 233: Wichtige Farbe für den Rest Ihres Lebens. Hi Anna, wenn du für den Rest deines Lebens nur eine Farbe tragen könntest, welche wäre das? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ich liebe es, alle möglichen Farben zu tragen. Aber wenn ich mich nur für einen entscheiden müsste, würde ich mich für Schwarz entscheiden. Wirklich? Schwarz? Das ist irgendwie langweilig, oder? Ich weiß. Aber hör mir zu. Schwarz passt zu allem und ist immer im Trend. Außerdem macht es schlank. Ich schätze, das stimmt. Aber ich glaube, ich würde gerne etwas Bunteres tragen. Ich würde wahrscheinlich grün nehmen. Grün? Das ist eine interessante Wahl. Warum grün? Ich weiß nicht, ich mag die Farbe einfach sehr. Es ist beruhigend und friedlich. Außerdem erinnert es mich an die Natur. Das ist ein gutes Argument. Und ich schätze, wenn du die ganze Zeit grün trägst, würden die Leute anfangen, dich mit der Farbe in Verbindung zu bringen. Ja, ich wäre der Green Guy. Ich liebe es. Wir könnten einen Trend starten und jeder könnte seine eigene Farbe wählen, um ihn für den Rest seines Lebens zu tragen. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten es die Color Challenge nennen. Ich glaube, wir sind hier auf der richtigen Spur. Die Möglichkeiten sind endlos. Lektion 234: Das Lustigste, was dir je bei einem Date passiert ist. Hi Anna, was ist das Lustigste, das dir je bei einem Date passiert ist? Oh Mann, ich hatte einige ziemlich lustige Verabredungen in meinem Leben. Aber ich denke, der lustigste war, als mein Date versehentlich seinen Drink über sich selbst verschüttet hat.
Oh nein, das ist furchtbar. War er okay? Ja, ihm ging es gut. Aber das Beste daran war, dass er versuchte, es cool zu spielen und so zu tun, als wäre nichts passiert. Er saß einfach mit einem nassen Hemd da und tat so, als wäre alles normal. Das ist saukomisch. Hast du ihn darauf hingewiesen? Natürlich habe ich das getan. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Aber er war ein guter Sportsmann und am Ende hatten wir eine tolle Zeit. Das ist gut zu hören. Ich denke, das Lustigste, was mir je bei einem Date passiert ist, war, als wir uns einen Film angesehen haben und ich versehentlich auf dem falschen Platz saß. Oh nein, was ist passiert? Nun, das Theater war ziemlich voll und ich dachte, ich hätte unsere Plätze gefunden. Aber es stellte sich heraus, dass ich mich auf den Platz eines anderen gesetzt hatte. Das ist peinlich. Ja, und um die Sache noch schlimmer zu machen, war die Person, auf deren Platz ich saß, ein wirklich großer Typ. Er fing an, mich anzuschreien und ich musste unbeholfen aufstehen und auf einen anderen Platz gehen. Oh Mann, das ist so komisch. Ich wette, es war dir so peinlich. Ja, war ich. Aber danach war es eine lustige Geschichte. Lektion 235. Wenn du für einen Tag Superkräfte haben könntest. Hi Anna, wenn du für einen Tag Superkräfte haben könntest, was würdest du damit machen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde die Macht der Telekinese wollen. Ich meine, stell dir all die Dinge vor, die ich tun könnte, ohne einen Finger zu rühren. Ja, das wäre ziemlich cool. Was würdest du damit machen? Nun, ich würde damit beginnen, meine Wohnung zu putzen, ohne sie tatsächlich physisch reinigen zu müssen. Dann würde ich meine Kräfte einsetzen, um Dinge zu bewegen und mich ein bisschen mit den Leuten anzulegen. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich denke, wenn ich für einen Tag eine Superkraft hätte, würde ich die Kraft der Supergeschwindigkeit wollen. Oh, das ist gut. Was würdest du damit machen? Nun, zuallererst würde ich bei den Olympischen Spielen alle Rekorde brechen. Und dann nutzte ich meine Geschwindigkeit, um die Welt zu rennen und all die Sehenswürdigkeiten zu sehen, die ich schon immer sehen wollte. Das klingt unglaublich. Aber was ist mit der Arbeit? Würdest du deine Kräfte nicht nutzen wollen, um in deinem Job voranzukommen oder so? Nie, das glaube ich nicht. Ich würde meine Kräfte lieber für lustige Dinge einsetzen. Dem kann ich nicht widersprechen. Superkräfte sollten zum Spaß eingesetzt werden, nicht zur Arbeit. Lektion 236. Das Seltsamste, was du je jemanden in seinem Auto gesehen hast. Hey Anna, hast du jemals jemanden gesehen, der in seinem Auto etwas wirklich Seltsames gemacht hat? Ja, das habe ich tatsächlich. Einmal sah ich einen Mann, der versuchte, sich während der Fahrt die Zähne zu putzen. Meinst du das ernst? Wie hat er das geschafft? Ich habe keine Ahnung, aber er hatte in der einen Hand eine Zahnbürste und in der anderen eine Wasserflasche. Er schwang Wasser in seinem Mund herum und spuckte es aus dem Fenster. Das ist lächerlich. Ich habe einmal gesehen, wie sich eine Frau während der Fahrt geschminkt hat.
Oh, das habe ich auch gesehen. Ich frage mich immer, wie die Leute das machen können, ohne abzustürzen. Ja, es ist ziemlich gefährlich. Aber hast du jemals jemanden gesehen, der etwas wirklich Seltsames getan hat, wie in seinem Auto zu tanzen oder zu singen? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich mal einen Typen beim Breakdance in seinem Auto gesehen. Auf keinen Fall. Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe keine Ahnung, aber er wollte es wirklich versuchen. Er war angeschnallt und so. Das ist unglaublich. Ich denke, wir sollten einen Wettbewerb starten, um zu sehen, wer das Seltsamste an einem Auto erkennen kann. Ich bin dabei. Aber vielleicht müssen wir aufpassen, dass wir nicht selbst abstürzen, während wir suchen. Lektion 237. Wenn du für den Rest deines Lebens nur eine Fernsehsendung sehen könntest. Hey Anna, wenn du für den Rest deines Lebens nur eine Fernsehsendung sehen könntest, welche wäre das? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich müsste mit Friends gehen. Wirklich? Warum Friends? Weil es so komisch ist und nie alt wird. Außerdem gibt es so viele Folgen zum Anschauen, dass ich sie mir wahrscheinlich für den Rest meines Lebens ansehen könnte, ohne dass mir langweilig wird. Das stimmt. Ich glaube, ich müsste The Office wählen. Natürlich würdest du. Warum The Office? Weil es auch saukomisch ist und es so viele Folgen zu sehen gibt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich mich mit einigen Charakteren identifizieren könnte. Ja, das sehe ich. Aber was wäre, wenn wir für den Rest unseres Lebens dieselbe Fernsehsendung sehen müssten? Das wäre interessant. Wir müssten Kompromisse eingehen. Okay, wie wäre es, wenn wir Kompromisse eingehen und eine Show wählen, die wir beide mögen, wie Parks and Recreation? Perfekt. Auf diese Weise werden wir es nicht satt und wir können es uns gemeinsam ansehen. Ja, und wir können auch alle lustigen Zeilen zusammen zitieren. Lektion 238. Wenn du einen Star als deinen besten Freund haben könntest, welcher wäre das? Hey Anna, wenn du einen Star als deine beste Freundin haben könntest, wer wäre das? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele coole Prominente da draußen. Ich denke, ich würde Jennifer Lawrence wählen. Es scheint, als wäre es so komisch, mit ihr abzuhängen. Oh ja, das könnte ich mir definitiv vorstellen. In ihren Interviews ist sie immer so bodenständig und lustig. Genau. Außerdem scheint sie zu allem bereit zu sein. Was ist mit dir? Wer wäre dein berühmter bester Freund? Ich denke, ich würde Dwayne The Rock Johnson wählen. Er scheint einfach so ein cooler Typ zu sein, und er macht immer lustige Dinge wie das Posten von Trainingsvideos und Kochen auf seinem Instagram. Das ist eine gute Wahl. Er ist definitiv einer der unterhaltsamsten Prominenten da draußen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass er mir in jeder Situation den Rücken frei hat. Wer möchte nicht einen Freund wie The Rock haben? Sehr wahr. Wir können träumen, oder? Lektion 239. Über gutes Wetter.
Hey Anna, wie ist das Wetter heute? Es ist fantastisch. Die Sonne scheint, es weht eine leichte Brise und es ist weder zu heiß noch zu kalt. Perfektes Wetter, wenn du mich fragst. Ja, draußen ist es wirklich nett. Ich liebe es, wenn das Wetter so passt. Es macht mir Lust, nach draußen zu gehen und etwas zu tun, das Spaß macht. Das gleiche hier. Ich denke, ich sollte dieses tolle Wetter nutzen, aber ich weiß nicht einmal, was ich tun soll. Wir könnten immer ein Picknick machen oder wandern gehen. Oder wir könnten einfach draußen sitzen und die Sonne genießen. Oh, ein Picknick klingt nett. Ich könnte ein paar Sandwiches und Obst mitbringen, und wir könnten die Natur genießen, während wir essen. Das klingt perfekt. Lass es uns machen. Großartig. Es ist immer ein guter Tag, wenn das Wetter auf unserer Seite ist. Lektion 240, bald wieder nach Hause. Hey Anna, ich habe gehört, dass du bald nach Hause gehst. Wie fühlst du dich dabei? Ja, ich gehe morgen nach Hause. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen deprimiert. Ich hatte so eine tolle Zeit hier und ich möchte nicht, dass sie endet. Ich weiß, was du meinst. Es ist immer schwer, sich von einer lustigen Reise oder einem Urlaub zu verabschieden. Auf jeden Fall. Aber das Positive ist, dass ich mich darauf freue, meine Familie zu sehen und wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Ja, das stimmt. Und Sie können jederzeit eine weitere Reise oder ein anderes Abenteuer für die Zukunft planen. Sehr wahr. Ich denke schon darüber nach, wo ich als nächstes hin möchte. Vielleicht besuche ich dich in deiner Heimatstadt. Das wäre großartig. Ich könnte dir alles zeigen und dich zu den besten lokalen Orten bringen. Klingt nach einem Plan. Es macht immer Spaß, einen lokalen Führer zu haben. Bitte abonniere unseren Kanal. Und bitte schauen Sie sich mehr Videos von unserem Kanal an.